Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Acer und zwar ein Spin 1 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr an die genaue Modellnummer rankommt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite und zwar hier drüben. Und ja, also mit dieser Nummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass das Display ein Touch-Display ist und das wird getauscht wirklich mit der gesamten Einheit. Also da ist alles dabei, Display, Deckel, Scharniere. Dafür muss man dann eben auch natürlich alles abbauen. Die Tastatur kommt hier zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad könnte man hingegen auch einzeln tauschen. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuallererst alle Schrauben rausnehmen. Auch hier vorne die 4. Und in dem Fall sind alle Schrauben gleich lang. Das sind auch alles Kreuzschrauben. Und ich nehme hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Da ist alles dabei, was man so braucht. Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreherset mit allen erdenklichen Aufsätzen, die ich mir jetzt hier schon mal zurechtgelegt habe. Und ja, für die Schrauben und auch für die Arbeiten im Gerät nehme ich hier ein PH0 als Aufsatz. Und wenn man dann alle Schrauben gelöst hat oder raus hat, das habe ich jetzt hier schon gemacht, kann man anfangen, die Unterseite abzunehmen. Dafür nehme ich einen der Öffner, auch einen aus dem Werkzeugset. Und da kann man ja mal schauen, wo die Unterseite überhaupt lang läuft. Ich glaube, hier kann man das ganz gut sehen. Und so läuft die dann hier einmal um das Gerät. Und ich fange dann meistens auf der Rückseite an und versuche hier eine Öffnung zu schaffen zwischen Gerät und Unterseite. Und das dann vorsichtig nach oben zu hebeln. Und da ist es so, wenn das Gerät noch nie geöffnet wurde, dann geht das meist ein bisschen schwerer. Da muss man dann einfach mit ein bisschen Geduld sich um das Gerät herumarbeiten. Aber im Grunde genommen hebelt man so einfach die Unterseite langsam weg. Das kann auch sein, dass das mal ziemlich laut knackt. Das ist allerdings dann auch normal. Das ist, wenn sich die Einraststellen hier lösen. Da braucht man also keine Angst zu haben, da was kaputt zu machen. Und im Normalfall kommt man meistens irgendwann ja hier auch schon mit den Fingern drunter und kann das dann mit so ein bisschen Wippen und Wackeln abziehen. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres hier machen, stellen wir auf jeden Fall erst einmal sicher, dass wir den Akku vom Mainboard trennen. Und das Kabel läuft in dem Fall hier. Und das ist hier unter so einem kleinen Klebeband. Das kann man hier aber auch einfach abziehen. Und dann kann man hier das Kabel einfach nach hinten hin rausziehen. Hier ist auch noch, um ganz auf Nummer sicher zu gehen, ein zweites Klebeband. Das muss man im Grunde genommen nur abmachen, wenn man den Akku tauschen will. Und dann zieht man das hier, das kann man auch am Kabelbund fassen, nach hinten raus und ist so eben auf der sicheren Seite. So, bei dem Gerät hier ist es so, da gibt es tatsächlich gar nicht viel, was man selber machen kann. Natürlich den Akku tauschen, das kann man. Ansonsten ist fast alles hier aufgelötet auf die Platine. Sowohl der Arbeitsspeicher, der RAM, als auch der normale Speicher. Es gibt allerdings dieses Modell auch tatsächlich mit der Möglichkeit, eine M2 SSD auszurüsten.
In dem Fall wäre hier an dieser Stelle quasi ein Anschluss. Hier ist jetzt nichts. Das heißt, wenn man rausfinden will, ob sein Gerät die Möglichkeit hat oder nicht, muss man tatsächlich, man muss das aufmachen und reinschauen. Eine andere Möglichkeit gibt es da nicht. Es sollte hier die Möglichkeit sein für eine SSD, dann wird die hier quasi dann in den Slot reingesteckt. Da gibt es auch nur eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Und hier hinten an dem Gewinde dann verschraubt. Gut, was können wir hier noch sehen? Wir sehen hier noch die CMOS-Batterie. Die ist hier aufgeklebt und läuft hier drüben zum Mainboard. Wir sehen hier das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Und ja, hier drüben das Board könnte man auch tauschen. Also falls man hier mal irgendwie einen Schaden hat oder so. Das ließe sich also tatsächlich auch noch machen. Wenn man den Akku tauschen will, dann muss man in dem Fall hier nur diese beiden Schrauben rausnehmen. Und eben die Klebebänder natürlich abmachen. Und dann kann man den Akku nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Ja, und so gegebenenfalls eben auch tauschen. Ja, und unter dem Akku ist eben hier auch das Touchpad. Das wird von Schrauben, die hier oben lang laufen, gehalten. Das heißt, auch hier muss man das Klebeband abmachen für das und auch das Kabel lösen natürlich. Ich schaue mal geschwind. Ich glaube, hier ist nämlich auch noch eine Schraube. Genau, da ist auch noch eine. Also das sind 3 Schrauben hier oben, die man rausnehmen muss. Und das Kabel, und das ist in dem Fall mit einem Kippschalter verbunden, also nicht einfach dran ziehen. Der wird erst aufgeklappt nach oben und dann kann man das Kabel rausnehmen und ja, dann kann man quasi das Touchpad austauschen und beim Wiederverbinden mit dem Kabel da einfach nur drauf schauen, dass das wirklich wieder bis zu der schwarzen Linie richtig im Stecker sitzt. Genau so, dann wird das zugeklappt. Und ja, also zumindest das Touchpad kann man hier tauschen. Ja, also einen Lüfter gibt es hier nicht. Das Ganze wird also quasi nur luftgekühlt bzw. über das Kühlblech hier. Dementsprechend gibt es natürlich auch keinen Lüfter, den man tauschen kann. Und der Heatsink selber ist, der geht ja im Normalfall nicht kaputt. Das ist also im Grunde genommen wirklich schon alles, was man hier an dem Gerät machen kann. Aber nichtsdestotrotz, um den Akku jetzt wieder einzubauen, da kann man sehen, der hat hier über den Schraubengewinden noch so kleine Öffnungen für die Hilfsführungen, die hier drüben sind. Das heißt, wenn man den da drauflegt, dann fällt er automatisch wieder in die richtige Position und muss nur wieder verschraubt werden. Und ganz, ganz wichtig natürlich am Ende nicht vergessen, auch das Akkukabel wieder zu verbinden. Und da auch schauen, dass der wieder richtig drin sitzt. Und dann kann man auch, wenn man will, die Klebestreifen hier wieder drüber machen. Ich werde mal schauen, von der Seite geht das besser. Ja, der sitzt richtig. Ja, und dann kann man auch die Unterseite wieder verbinden. Und die legt man jetzt einfach direkt von oben wieder drauf und drückt die nach unten fest. Genau, das knackt und knirscht, bis alles wieder fest ist. Dann gehe ich am Ende auch immer noch einmal um das Gerät herum. Schaut, dass wirklich keine Öffnung mehr zu sehen ist. Und ja, so schnell ist man hier mit allem fertig. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.